None of the kings are, except David. Wenn man den Stammbaum zurückverfolgt, dann sind keine Könige darin enthalten, bis auf David. So even Solomon is not a descendant, is not in that line, in the physical line. Das heißt, Jesus stammt nicht von Salomo ab. Nicht durch Maria. So maybe the promise to David was unconditional. No matter how the kings behave, this is what I'm going to do for you, David. You will be you will have ultimately the Messiah, the king that is going to save the world, blah 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 blah, is really a descendant of you. Vielleicht ist deswegen der Bund mit David auch bedingungslos, dass es nicht von dem Verhalten der ganzen Könige, nicht von ihrer Untreue abhängt, sondern dass Gott David wirklich versprochen hat, einer deiner Nachfahren wird einmal der Retter sein, wird einmal der ewige König sein. Okay, yeah? Alright, let me finish up David, and then after the break we're going to begin talking about poetry and wisdom literature, and that will lead us into Proverbs, Ecclesiastes, and song. Okay, dann lass uns mal mit David zu Ende kommen und nach der Pause kommen wir dann zu Sprüche, Prediger und dem Hohelied der Liebe. I will explain Proverbs today, and that will help you in your reading this afternoon when you read Proverbs. Die Sprüche werde ich schon heute vorstellen, das hilft euch dann dabei, wenn ihr heute Nachmittag Sprüche lest. And then tomorrow will be the other two. Morgen kommen wir dann zu den anderen beiden. Now let me finish up with David, and there's this one thing that David sins with Bathsheba. Lass uns also mit David weitermachen. Da gibt es eine wichtige Geschichte, wo David mit Bathsheba sündigt. Which would be in 2 Samuel chapter 11. I didn't mention 2 Samuel, but it's 2 Samuel, yeah? Das ist in 2 Samuel Kapitel 11. And it begins already like this, and it talks about in the spring of the year, it is in the time when it's a season for going to war, and David didn't go to war. In fact, he just stayed home and took a nap. Und es fängt schon so an, im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Königin in den Krieg zieht, da zog David nicht in den Krieg, sondern er raus und hat sich ausgeruht. And then he was about walking on the roof where it is cooler, and then he saw Bathsheba across the street naked because she was bathing. Und dann ist er auf dem Dach des Palastes rumgelaufen, wo es ein bisschen ruhiger war, und dann hat er Bathsheba gesehen, gegenüber, wie sie nackt gebadet hat. And she sends a messenger to her, and she came to the palace, and he slept with her. Er schickt einen Boten, der bringt sie zum Palast, und dann schläft er mit ihr. 9 months later, a few months later, Ein paar Monate später, she wrote a letter. da schrieb sie einen Brief. Your Highest, Ihre Hoheit, I'm pregnant. ich bin schwanger. B. That's in chapter 11, verse 5, okay? Kapitel 11, Vers 5. Now the penalty for adultery in the law of Moses is death for man and woman. Die Strafe für den Ehebruch im Gesetz des Mose ist der Tod, sowohl für den Mann als auch für die Frau. Now David didn't have the slightest conviction. David spürte da keinerlei Überführung. So even though he was that God-fearing man, and he was such a good king, here he screws up big time. Obwohl er ein gottesfürchtiger Mensch war, obwohl er so ein guter König war, versagt er hier kläglich. We can sin and keep sinning, and then it becomes normal to us, and then we don't even think anything about it anymore. The first time maybe we feel guilty, but if you keep doing that, after a while you don't feel guilty anymore. Es kann passieren, dass wir sündigen, dass wir weiter sündigen und dass es sich dann ganz normal anfühlt, dass es sich das erste Mal noch, dass wir da noch Schuldgefühle haben und dass es irgendwann zur Normalität wird. For example, my wife is from Malaysia, right? Meine Frau zum Beispiel kommt aus Malaysia. And when you're sitting in a taxi, wenn man dort im Taxi sitzt, when the taxi driver goes faster than the speed limit, und der Taxifahrer fährt schneller als es erlaubt ist, you can hear a sound, ping, ping, very annoying, ping. Dann hört man da so einen nervigen Ton. And so imagine you're in that taxi. Stell dir mal vor, du sitzt da im Taxi. And then at the end, you step out, pay the taxi driver. Am Ende steigst du aus dem Taxi und bezahlst für die Fahrt. And you ask the taxi driver, did you hear that noise? Und du fragst dann den Taxifahrer, hast du nicht You wonder, what is that?
Was war das für ein Piepen? And the taxi driver said, what noise? Und der Taxifahrer fragte, was So he got so used to it that he doesn't hear it anymore and speeding, you know, like that. Er hat sich schon so dran gewöhnt, dass er dieses Geräusch gar nicht mehr hört, wenn er da durch die Stadt fährt. Because it has become normal for him. Weil es normal für ihn. Well, sometimes sin is like that, and that is because we are getting so used to it. Manchmal ist die Sünde so, wir gewöhnen uns so sehr daran. So we need to be very careful. We need to fight temptation. Wir müssen echt aufpassen, wir müssen gegen die Versuchung kämpfen. Now, how do we do that? So here we have some helps about how to do that. Wie machen wir das? Hier können wir ein paar Hilfen dafür finden. The first thing is the more you love one thing, the lesser appeal the other thing has. Etwas, was wir sehen, ist, je mehr wir das eine lieben, desto weniger versuchen uns die anderen Dinge. Okay, so the more you love ice cream, the lesser appeal broccoli has. Je mehr du Eis liebst, desto mehr wirst du vom Brokkoli versucht. Actually, I do like broccoli, okay? Aber ich persönlich, ich mag Brokkoli. My children, when they were very small, and then parents would ask my children, what's your favorite food? My oldest son said, broccoli. Als Can you believe that? Kinder klein waren und dann Großeltern gefragt haben, was ist denn dein Lieblingsessen? Dann sagte er, Brokkoli. Maybe I should say Brussels sprouts or something like that. Okay. Glaubt ihr das wirklich? All right. Anyway, so but the more you love Jesus, the less the pool of temptation has on your life. Je mehr du Jesus liebst, desto weniger zieht Versuchung dein Herz. So we need to grow closer to Jesus. Wir müssen immer näher zu Jesus hinwachsen. Now the other thing is decide beforehand, and when it comes to say sexual sin, decide beforehand what is appropriate behavior towards the opposite sex. Das andere, wenn es zum Beispiel um sexuelles Verhalten geht, um sexuelle Sünde, dann entscheide dich im Vorhinein, was das richtige Verhalten ist. So say you're in a dating relationship. Sagen wir mal, du bist in einer Beziehung, bist mit jemandem befreundet. Right at the start of that relationship, you should set the terms. Direkt am Anfang dieser Beziehung solltet ihr darüber sprechen, welche Regeln gibt. Then later you're less likely to be tempted. Dann wirst du später weniger wahrscheinlich versucht. Imagine you're a pilot on a plane. Stell dir mal vor, du fliegst ein Flugzeug als Pilot. And before you take off, bevor du startest, you prepare the course on a map. Dann bereitest du den Kurs vor. You make all the preparations with the air tower and get permission to take off, right? Du gehst durch die ganze Checkliste von Vorbereitung, du funkst mit dem Tower und du erhältst die Erlaubnis zu starten. Now, once you're in the air, sobald du mal in der Luft bist, then you're flying over other cities and you're not tempted to land there. Dann fliegst du über andere Städte und kommst nicht in Versuchung, da zu landen. Because back when you were still in the airport, you already made up your mind where you're going to go and you made all the plans. Weil du dort im Flughafen, bevor du abgehoben bist, schon entschieden hast, wo du hinfliegst und du hast das durchgeplant. Okay, so we need to decide beforehand what's appropriate and then stick to course. Wir müssen uns also im Vorhinein entscheiden, was ist angemessen, was ist richtiges Verhalten, und dann müssen wir uns an diesen Kurs halten. Where are the boundaries? How can we relate to one another? Where are the boundaries? Wie können wir miteinander umgehen? Wo müssen wir Grenzen setzen? Okay, for me, when my wife and I were dating, für mich, als meine Frau und ich in einer Beziehung waren, we were very strict. waren wir sehr streng. We can only hold hands. That's about the only physical touch we agreed upon. Wir konnten nur Hände halten. Das war die einzige körperliche Berührung, auf die wir uns eingelassen haben. And maybe you think, well, that's too much, that's too legalistic. Well, you determine your boundaries. Vielleicht sagst du dir, das ist ein bisschen wenig, also das ist zu gesetzlich, aber du bist dafür verantwortlich, deine Grenzen zu setzen. For us, we were going to be cross-cultural. We were living in Taiwan, so it would be very easy to give into temptation because people are not watching us. So we made it very strict. Für uns damals, uns war klar, wir leben da in Taiwan. Leute sind nicht ständig um uns herum. Da wollten wir ganz strenge Grenzen setzen. Okay, so make that beforehand. Number 3. Tu das im Vorhinein. Have deep convictions about it. Hab klare Überzeugung darüber. If somebody gives me a big bag of expensive illegal drugs, wenn jemand mir eine Tasche voller illegaler Drogen gibt, I will not even think twice, but I'll take it straight to the toilet and flush it down the toilet. Werde ich nicht mal zweimal drüber nachdenken, ich werde das zum Klo nehmen und runter
runterspülen. I would not even think twice. Da müsste ich gar nicht drüber nachdenken. Because I have deep conviction about drugs and how dangerous it is. Weil ich klare Überzeugung über Drogen haben und was für eine Gefahr die mit sich bringen. So we need to have deep convictions about, when we sin, admit it and just say it, I love it. Don't say, oh, I hate it, but I can't help myself. No, you don't. You love it. Wenn du You need to have deep sündigst, conviction that it is wrong in order to overcome it. wenn du eine bestimmte Sünde immer wieder begehst, dann sei so ehrlich und sag, ich liebe es. Sag nicht, ja, ich hasse es, aber ich tue es immer wieder, sondern du liebst es in Wirklichkeit. Du musst aber zu einer klaren Überzeugung kommen, zu einer tiefen Überzeugung kommen, dass es falsch ist. And like I said yesterday, everybody needs, everybody needs Goliaths. Wie ich gestern gesagt habe, jeder braucht Goliath, Everybody needs Jonathans. jeder braucht Jonathan, Everybody also needs Nathans. jeder braucht auch Nathan. And therefore invite a Nathan into your life that will speak and commit yourself to him and say, you can say anything to me, into my life, anything. It doesn't matter how direct you're going to be about sin or temptation, just tell it the way it is. I need a Nathan. I want you to be a Nathan in my life. Geh zu einer Person und sag, ich brauche dich als Nathan in meinem Leben. Du darfst mir alles sagen. Du darfst in jeden Bereich meines Lebens hineinsprechen. Du darfst jede Sünde, alles was du siehst, ansprechen, weil ich brauche so jemanden in meinem Leben. You remember what Nathan did in the story? Wisst ihr noch, was Nathan getan hat in der Geschichte? He went to David and tell him a story. Er ist zu David gegangen und hat Oh, eine there is Geschichte this erzählt. rich man who had a guest coming to his house. Es gab so einen reichen Typ, der hatte einen Gast, der zu And ihm kam. he has a lot of sheep. Der Reiche hatte viele Schafe. And then, and what does he do? He goes to his neighbor, who is a poor neighbor who had one little lamb, and that's all. And he steals, I think he steals that lamb and slaughters and fed his guest with that. Was macht der Reiche dann? Der geht zu seinem Nachbarn, der ist arm, der hat nur diese eine kleine Lamm, das klaut er, schlachtet es und setzt es seinem Gast vor. And David, being a shepherd, David als ehemaliger Hirte got really upset. hat sich voll drüber Whoa, geärgert. we should execute this guy. Den sollten wir sofort hinrichten. And then Nathan goes, but you are that man. Und dann dreht sich Nathan um und sagt, aber du bist der Mann. Okay, well we need that. We need a Nathan in our lives, don't we? Das brauchen wir. Wir brauchen so einen Nathan in unserem Leben. You know, in YWAM we have discipleship training school, right? In Göttingen haben wir ja die Jüngerschaftsschule. But we are not very good in holding people accountable. Wir sind aber nicht so gut dabei, wenn es darum geht, Leute You verantwortlich know, we are so relationship oriented, like to, want to make everybody happy and agree with them, But hey, when you sin, would somebody actually tell you about it? Are we speaking into one another's lives? We need Jonathans. Wir sind so Nathan, sorry. Wir sind so beziehungsorientiert darin, wie wir miteinander umgehen. Wir wollen, dass alle wachsen, dass sich alle gut fühlen. Aber was ist, wenn jemand sündigt? What book am I teaching? Oh yeah, right. Second Samuel now. Spricht dich dann jemand an? Okay. Wir brauchen solche Nachteile. All right, the next one. Criticism may be 99% false. Kritik kann vielleicht 99% falsch sein. And if you're proud, then you will be very defensive when they criticize you. Wenn du ein stolzer Mensch bist, dann bist du sehr defensiv, sobald du Kritik hörst. But when you're humble, you listen carefully what he says, because you say, there may be something, maybe even only 1%, but there might be some truth to what he says. Wenn du demütig bist, dann hörst du aber trotzdem hin und sagst dir, auch wenn es nicht viel ist, vielleicht ist 1% Wahrheit darin und das möchte ich doch mitbekommen. All right, so we have to. The humble person will not be defensive, even if he is accused unjustly, but actually is open up and listens carefully, because there might be something he can learn. Ein demütiger Mensch, der macht nicht total zu, wenn Kritik kommt, auch wenn es vielleicht größtenteils unberechtigt ist, sondern er versucht, das rauszuziehen, wo er vielleicht wachsen kann, wo er sich verändern kann. All right, so when we look at the life of David, Wenn wir uns Davids Leben anschauen, well, here we have what you can use in counseling. hier haben wir etwas, was man in der Seelsorge benutzen kann. Step 1, Schritt 1, we can see that David repents. er kehrt um. Then we also see that he accepts the consequences. Er akzeptiert die Konsequenzen.
Okay, remember the consequence was that the baby was going to die. Die Konsequenz war, dass das Kind stirbt. And so he would be in the temple praying, and he would not eat. He would be fasting, and he would be just pleading with God. Hat Gott aber gebeten im Tempel, hat gefastet und Gott gebetet. But then the moment he hears the child has died, he gets up, goes into the temple, goes to the place of worship, and actually worships God. Sobald das Kind aber gestorben war, ist aufgestanden, ist zum Anbetungsort gegangen und hat Gott gepriesen. And so he also accepts the consequences. Akzeptiert also die Konsequenzen. And so he shows, so clearly he was repenting and it was sincere. Es ist klar, dass er tatsächlich mit wahrem Herzen umgekehrt ist. Remember, he was showing godly sorrow. We discussed that already, between godly sorrow and worldly sorrow. So he was not sorry because he's suffering the consequences. He really repented before God. Hat menschliche Trauer gezeigt. Fand das nicht nur schade, weil jetzt die Konsequenzen zu spüren hatte, sondern er war wirklich innerlich am Trauern. And then he accepts God's forgiveness. Dann akzeptierte er Gottes Vergebung. He is letting go of the guilt, so he is no longer bearing the guilt because it's gone. Er lässt die Schuld los, trägt sie nicht mehr mit sich herum, weil weiß, sie ist And then he received God's blessing because he got Solomon as a son, so God gave him a new son for him, and so he received God's blessings again. Dann empfängt er Gottes Segen weiterhin. Salomo ist dieser Segen, den Gott ihm darauf hingibt. And walk in victory. Und er läuft dann siegreich weiter. Move on in life and not look back. Er ist weitergegangen im Leben, ohne zurückzuschauen. All right? It's perfect time. 10:30, coffee time. Be back at 11. Perfekt, es ist 10:30 Uhr, Kaffeepause und bitte seid um 11 wieder da.